Herzlich willkommen zu meinem Spot-Report hier von den Kapverden und von der Insel Sal am Kitespot Me2 Beach. Nach meinem Spot-Report von der Nachbarinsel Boa Vista heute ein bunter Spot-Guide vom schönen Welleneinsteigerspot Kite Beach oder auch Me2 Beach genannt. Wir haben Mitte Dezember und der Passatwind hat hier eingesetzt. Mit 6,5 Stunden Flugzeit sind wir an einem der zuverlässigsten Windspots im Winterhalbjahr. Aber schauen wir uns die Insel erstmal in der Übersicht an. Mitten im Atlantik, nochmal 1500 Kilometer südlich von den Kanaren, befindet sich die Inselgruppe der Kapverden. Diese 10 Inseln sind völlig unterschiedlich in ihrer Vegetation. Für uns Windsüchtige sind nur die beiden westlichen, Boa Vista und Sal, interessant. Obwohl die beiden Inseln nur 20 Kilometer auseinander liegen, gibt es keine Fähr- oder Bootsverbindungen. Der Flughafen liegt nur 15 bis 20 Minuten mit dem Auto zum touristischen wichtigen Städtchen Santa Maria entfernt. Unsere Surfspots befinden sich alle im Süden der Insel. Beschreiben würde ich Santa Maria am besten mit Anjas Worten, die lauten: Der Ort hat einen mobilen Charme und alles, was man für einen schönen Aufenthalt braucht. Unterkünfte gibt es hier in allen Preiskategorien. Wir selbst waren direkt am Pontresino im Robinson Club. Von hier aus geht es zu den 3 besten Surfspots. Die Kosten fürs Taxi habe ich euch mal aufgeschrieben. Von den Windbedingungen her gibt es nur wenig zu erklären, denn der Passatwind kommt konsequent aus Nordost, was für den Kite Beach seit Onshore bedeutet. Und jetzt schauen wir uns den mal genauer an. Ich war an der Station vom F1-Profi Mito Monteiro, den man hier oft persönlich antrifft. Auch wenn hier Anfänger geschult werden, ist das kein optimaler Strand zum Lernen. Oft ist der Shorebreak riesig und das Stehrevier minimal. Besser ist da vor Santa Maria der Pontresino. Ich nehme euch jetzt mal mit aufs Wasser. Die aktuellen Bedingungen sind Flut und wenig Wellen. Leider. Ich zeichne die Fahrt mit meinem Trecker auf, damit ihr seht, in welche Ausrichtung man hier gewöhnlich fährt. An den Tagen, an denen ich hier war, hatte ich einen 10er und 14er Kite am Start. Das ist wirklich der kleinste Shorebreak aktuell. Das Ganze mit 2 Meter Welle würde dann deutlich spannender aussehen. Wenn man aber die ersten Wellen hinter sich hat, wird es entspannter. Nur das kleine Riff vorne links, was zurzeit überspült wird, kann bei Ebbe ein Verletzungsrisiko darstellen. Deswegen vor dem Absprung schauen, wo ich hinspringe, um nicht auf den Steinen zu landen. Ansonsten ist der Spot tiefenentspannt und bietet genügend Platz für alle auf dem Wasser. Was die Windstatistik angeht, befinden wir uns im Winter Wonderland. Denn so eine hohe Windausbeute haben sonst nur Spots, die weit in Übersee liegen. Hier kann man von Mitte Dezember bis Mai richtig viel Spaß auf dem Wasser haben. Da ich auch zum Thema Neoprenanzugwahl einen kleinen Erfahrungsbericht auf meinem Kanal habe, kommen wir zu den Temperaturen. Zum Teil bin ich hier auch nur mit Boardshort gefahren, so schön warm war die Luft und das Wasser. Anja wiederum hat nur ihren 4-3er Langanzug angehabt. Sie hat aber auch mit dem Wingfoilen angefangen und lag anfängerbedingt öfter mal im Wasser. Nachdem ein Bekannter sein Kind wieder abgesetzt hat, gibt es nur eine kleine Showeinlage für meine Kamera. Hier nochmal ein paar Tipps und Infos zur Insel Sal. Die anderen Spots von hier findet ihr ebenso auf meinem Kanal. Ach ja, und wenn mal kein Wind ist, habe ich euch noch eine zusätzliche Flyer-Zusammenfassung ans Ende des Videos gepostet.
Und jetzt noch zum Schmunzeln ein kleiner ungeplanter Auslöser. So, nach 10 Kilometer und einer Stunde Fahrt beende ich glücklich meine Session. Noch ein paar Worte zur MeToo-Station. Ich habe mich hier super wohl gefühlt, alles war absolut sicher und die Jungs waren sehr aufmerksam und hilfsbereit. Die Kite-Miete wird bei mehreren Tagen deutlich günstiger. Hier aber noch schnell die angekündigte Flyer-Compilation. An der Station gibt es lecker Essen und Trinken und wer sich ein Lagerungsfach mieten möchte, kann das gegen kleines Geld tun. Ja, das war er auch schon, mein kleiner Spot-Report über den Kite Beach auf Sal. Wie immer kostenlos, aber nicht umsonst, denn auf meinem Kanal findest du alle Infos wie immer kompakt verpackt. Du bist Anfänger oder Foiler? Dann schau auf meinem Kanal nach dem Kite Beach Pontasino. Der Spot ist direkt hier in Santa Maria, du wirst begeistert sein. Wenn euch mein Spot-Report gefallen hat, teilt ihn einfach mit euren Freunden. Wenn ihr Wünsche bezüglich Spot-Berichte habt, schreibt sie mir einfach in die Kommentarfunktion. Bis zum nächsten Spot-Report.